Heutzutage zählt fast jeder seine Schritte mit einer Uhr oder seinem Smartphone. Aber macht das überhaupt Sinn und welche Schrittanzahl ist eigentlich effektiv, um die Fettverbrennung zu unterstützen? Obwohl es inzwischen viele Tools gibt, mit welchen man die täglichen Schritte, die man absolviert, tracken kann, wird der positive Effekt der alltäglichen Aktivität enorm unterschätzt. Studien zeigen, dass eine geringere alltägliche Aktivität mit einer geringeren Menge an Bauchfett und höheren Menge an fettfreier Masse korreliert. Und das sogar unabhängig von der Menge an sportlicher Aktivität, wie lange man bereits trainiert, Alter und Geschlecht. Schritte gehen kann natürlich nicht dein Training ersetzen. Dennoch besteht dein Kalorienverbrauch nicht nur aus deinem Training. Tatsächlich ist die Bilanz, die wir im Training verbrauchen, im Vergleich zu dem, was wir im Alltag verbrauchen, gering. Das macht auch Sinn, da eine Trainingseinheit meist nicht über 2 Stunden am Tag einnimmt. Wenn wir am Tag ca. 16 Stunden wach sind, haben wir jedoch noch 14 Stunden, in denen ein Kalorienverbrauch zustande kommt. Wie hoch dieser Verbrauch ist, ergibt sich vor allem durch deine alltägliche Aktivität. Hier nochmal ein kurzer Überblick, woraus sich dein Kalorienverbrauch ergibt. Dein Grundumsatz, also die Kalorien, die dein Körper verbrauchen würde, wenn er nur liegen würde, das umfasst alle Funktionen wie Atmen und andere Organfunktionen, die bedient werden müssen. Dann haben wir die Energie, die durch deine Verdauung und Absorption von Nährstoffen deiner aufgenommene Nahrung verbraucht wird, die Energie, die du im Training verbrauchst und die Energie, die du im Alltag verbrauchst. Man spricht auch von dem sogenannten NEAT, also Non-Exercise Activity Thermogenesis. Und dieser NEAT ist höher bei jemandem, der den ganzen Tag eher stehend oder körperlich aktiv tätig ist. Das ist natürlich auch abhängig davon, ob du in deinem Job eine sitzende Tätigkeit hast oder eine stehende. Dennoch bedeutet es nicht, dass du deine alltägliche Aktivität nicht höher schrauben kannst, wenn du sitzend tätig bist. Wie du das tun kannst und um wie viel du sie erhöhen solltest, dazu kommen wir gleich. Ich möchte dir vorher nochmal zeigen, wie stark der NEAT von Mensch zu Mensch je nach Tätigkeit abweichen kann. Das sind nur ungefähre Richtwerte, denn es gibt neben dem Beruf noch weitere Einflussfaktoren, die den Verbrauch bei alltäglicher Aktivität beeinflussen, wie deine Genetik, auch wenn nur zum kleinen Teil, und wie viel Muskulatur du besitzt, denn je mehr Muskulatur du bewegst, desto mehr verbrauchst du auch bei jeder Bewegung und dein totales Körpergewicht. Auch die Schnelligkeit, mit der du gehst und ob du flache oder steile Strecken gehst, erzeugen einen unterschiedlichen Verbrauch. Wir können grob sagen, dass man bei schnellem Gehen bei 6,5 km/h ca. 0,1 Kalorien pro Kilogramm Körpergewicht pro Minute verbrennt. Ich wiege 60 Kilo und würde somit bei diesem Tempo in einer Stunde ca. 360 Kalorien verbrennen. Und bei moderaten Gehen bei ca. 5 km/h 0,06 Kalorien pro Kilogramm Körpergewicht verbrennen und somit in einer Stunde etwa bei 216 Kalorien landen. Beim langsameren Gehen bei ca. 3 km/h können wir mit etwa 0,05 Kalorien pro Kilogramm Körpergewicht pro Minute rechnen und somit läge ich bei einer Stunde bei etwa 180 Kalorien. Jeder Kalorientracker und jede Rechnung kann natürlich etwas abweichen. Ich denke jedoch, dass der Punkt klar ist, dass man innerhalb von einer Stunde mit mehr Bewegung versus Sitzen um die 200 bis zu 400 Kalorien zusätzlich verbrennen kann. Du siehst also, wie sich ein höherer Verbrauch über den Tag akkumulieren kann, wenn du dich mehr bewegst. Da sich die Schrittzahl sehr einfach messen lässt, dient sie als hilfreiche Guideline, die man sich als Ziel setzen kann. Aber wie viele Schritte sind nun optimal? Oft wird von 10.000 Schritten pro Tag gesprochen. Das ist tatsächlich nicht ganz verkehrt, denn 8.000 bis 10.000 Schritte können bei sehr schnellem Gehen in einer Stunde absolviert werden, was für mich in einer Stunde zusätzliche 360 Kalorien bedeuten würden, und in einem moderaten Tempo sind 10.000 Schritte vermutlich in einer Stunde und 20 Minuten zu absolvieren, was bei mir zu ca. 288 Kalorien führen würde. Oder bei einem langsameren Tempo hätte ich 10.000 Schritte vermutlich ca. in einer Stunde und 40 Minuten geschafft und dann hätte ich ebenfalls ca. 300 Kalorien verbraucht. Müssen es jetzt also immer 10.000 Schritte sein? Nein, ich empfehle dir, mindestens 5.000 Schritte pro Tag zu gehen und von da aus langsam auf eine Schrittzahl zu erhöhen, die für dich realistisch umsetzbar ist. Das Gute ist, dass du Schritte ziemlich einfach über den Tag akkumulieren kannst, wenn du deine Möglichkeiten nutzt. Und diese wären beispielsweise
Parke dein Auto etwas weiter vom Zielort entfernt oder steige eine Bushaltestelle eher aus. Gehe beim Telefonieren drinnen oder draußen und sitze dabei nicht auch noch. Gehe beim Nachrichten beantworten und erledige alle Aufgaben im Stehen oder Gehen, die nicht zwangsläufig im Sitzen erledigt werden müssen. Frage deine Kollegen in der Mittagspause, ob du ihnen einen Kaffee mitbringen kannst. Nutze die Treppe anstelle des Fahrstuhls und sei dankbar dafür, dass du deine Beine noch nutzen kannst. Gehe eine kleine Runde morgens und abends spazieren und mache es zum Ritual. Nimm dir etwas dabei vor, worauf du dich freust, wie beispielsweise einen Podcast hören oder dein Buch als Hörbuch hören. Um gleichzeitig deiner Verdauung auch etwas Gutes zu tun, kannst du dir auch vornehmen, jeden Tag 10 bis 15 Minuten nach dem Essen spazieren zu gehen. Wann gehst du am liebsten spazieren und wie viele Schritte gehst du pro Tag? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Spazierengehen beeinflusst nicht nur unseren Verbrauch, sondern auch unsere Kalorienaufnahme. Denn unsere Hunger- und Sättigungssignale können wir besser kontrollieren, je aktiver wir im Alltag sind. Für jemanden, der nicht spazieren geht und sich kaum im Alltag bewegt, besteht also auch eher das Risiko, aus Langeweile Hunger zu bekommen und müsste zudem, weil er einen geringeren kalorischen Output generiert, für Abnehmerfolge ein verhältnismäßig starkes kalorisches Defizit eingehen. Das stärkere Hungergefühl und ein größeres Defizit führen zu einer schwierigen Umsetzbarkeit. Außerdem führt Spazierengehen nicht zu einem verhältnismäßigen, stärkeren Hunger, als das, was man dadurch verbraucht hat, wie es bei zusätzlichem Cardio-Training beispielsweise schnell der Fall sein kann. Und Spazierengehen hemmt nicht deine Leistung und Regeneration im Training. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass selbst wenn du regelmäßig intensiv trainierst, es schwer für dich wird, Fett abzunehmen, wenn du alle verbleibenden Stunden am Tag sitzend verbringst. Wenn dein Gewicht also stagniert, kann es auch daran liegen, dass deine Aktivität plötzlich gesunken ist. Glücklicherweise fordert es aber nicht viel, hier entgegenzuwirken. Wenn dein kalorisches Defizit schon relativ niedrig ist, empfehle ich, bei einem Plateau erst einmal die Schritte zu erhöhen. Meist reagiert der Körper dann nochmal. Wenn dir dieses Video geholfen hat, vergiss nicht, auf den Like-Button zu klicken und meinen Kanal zu abonnieren. Damit würdest du mich sehr unterstützen. Und mehr Hilfe von mir kannst du über den Link in meiner Beschreibung des Videos erhalten. Und ich freue mich sehr, dich hinsichtlich deiner leistungsorientierten Ziele, deiner gesundheitlichen Ziele und deiner optischen Ziele zu unterstützen.